Ik dacht, mijn stem weer weg dat je dat niet gehoord had. Is het niet een vrede dat we hier kunnen zijn van jou? Kunnen we er opkomen en kunnen hier, we moeten een beetje wieder uiteenzetten en we kunnen Gemeinschaft haben, einer mit dem anderen. Wir können uns sein persönlich. Dat is een deel beter als waar we op TV kijken of naar de internet kijken en dan de boodschap hier. En dan gaan we bloos in redner zijn. En dan speelt zich dat met wie. Aanroepen, aannemen, dat viert hij ons terug. Ik ga niet veel bekend geven van jou, maar Benjamin wordt opkomen en hij wordt een update geven on the board. Goedemorgen. We würden vielleicht sagen, wie wir im Mess fallen, nicht? Aber viele würden glauben, das ist noch viel Raum. Aber nur unsere Gesetze, die wir können schauen, dann sind wir so ziemlich fallen. Sehr vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das freut mich, in aller zu sein. Ich kann ein klein bisschen mitteilen an dieser letzten Zeit, wo wir uns nicht treffen konnten. Da sind viele Frauen vielleicht gewesen. Aber ich wollte sagen, diese Karte ist möglich zu merken. Ich will anfangen mit uns Building with a Mission. Sie sagen, dass sie planen nach vorwärts. Das ist viel auf die Stunden, wir haben nicht viel Kontakte. So kreuz haben wir die Papierarbeit zu tun und so haben wir das Geld nicht kommen. Und so, die angestellt sind mit dort, die planen vorwärts, mit das alle, und da wird uitwijzen alle doen, wann das Geld wird top sein dort. Und an der Meeting, was wir eigentlich über die gehört haben, als Versammlung oder als Streik, haben wir müssen warten nach, und wir warten nach. Wir planen noch, dass wir die Worte haben, und uns am Karten so schwindet wie kennen. So schwindet die Worte sagen, wie kennen mehr aus Tieren top kommen, zum so das dort haben, dann werden wir dort da, und so schwindet wie kennen sein oder nochmal gerade nicht sein, dann werden wir dort. Und so, ich hoffe, die bleiben nicht immer wieder von Vierten haben, nee, wir werden dort noch. Und so dann an März, am halben März, das ist dann alle top, zur Stillstand kommen, das Mess, dann an der Sonntag, an der Klage kam, die kam nicht sehr groß, und so wir lehrten Isaac und Willie auf, und die Zeit, du wenig viel Geld, und Michael und Ryan und Jackie wir aufgesagt, nur 3/4 Zeit, so sie schafft auch nicht viel Zeit. Aber und von dieser letzten Weg habe ich, Isaac war da träg, auch dort hat er 3/4 betont gekriegt von seiner Zeit, und Willie ist am Bad aufgelegt dann, und Lothar hat entschlossen, er würde sein resigned von Staff hier bei der Kirche. Und so sie sind dort dicht bei Ottawa, bei Silver Lake, und sie sind da sehr drauf, und sie an die scheinen. So sie sind von der Aktion an der Mann. Und so, ich würde vielleicht viel besser erklären, ich kann wo sie nu sind, und das alle aus Eich. Aber das ist das Beste, was ich kann tun, ist, sie haben nicht abgegeben. Sie gehen nur wen vor, was sie deine Gott wen, und wo immer sie sind. Und so, wir haben Isaac trägt und 3/4 Täten, wir wollen so schwindes wie kennen, weil wir an das Staff war der trägende Fall tätig betonen. Und so, wir planen auch, Dinge, als Willie, wir involviert in diese Kirche, wo er pat und wir, das sind Dinge, was nu dann, wir empfehlen, was er tun hat. Und so, wir schaffen das Board, dass wir können, die Städte fallen, dann da war er wieder gehen. Und so, bet für die Board, dass wir können, die rechte Person finden für some von den Dingen, was du fehlen zu fallen. Und so, uns fehlt aber auch, Willie wir in Board von unserem Board. Und so uns fehlt die Städte fallen, uns fehlt at least 1 oder 2 Personen on the Board. Und wir schaffen durch mit, aber wir nicht gerne an die jährliche Sitzung haben, als das schwer, die Versammlung zu fragen, nur some von den Dingen, was du dann viele vorwärts zu bringen. Nicht so und so. Wir haben einen Brief, was du handleiten soll, wo wir wollen die Board of Elders wollen appointing, oder wo wir die wollen auswählen. Und so uns fehlt die Versammlung Approval für uns zu fehlen. Und so schön, dass wir die Meeting haben, weil wir dort alle vorwärts bringen, und weil wir sein, dass wir keine Board Members schreiben für unsere Kirche. Mit wir senden wird Karte an. Und so, wenn ihr uns Frauen haben, Lothar, ich kann die Board E-Mailing oder Texting oder Phone, was immer ihr wollen, wenn ihr nicht weiter, wer die Board oder alles sind. Ich kann Isaac sagen, on the Board, wir sind bad von dir. Die kann uns vielleicht von seinem Bett, so wenn ihr uns Frauen haben,
wir worden für sie zu antworten, so gut als wir können. So, Gottes Segen. Dankeschön für das Bekanntgeben und wir das annehmen, wir mitteilen, wo wir können zum Buch helfen und alles, wir das tun. Wir haben eben keine andere Bekanntmerkung nicht. Wir wollen beten für das, was der Herr für uns tut. Wir wollen von der beten für unsere Regierung, dass wir können hier kommen, die uns die Friede gegeben haben. Wenn es ein bisschen anders ist, als wir gewohnt sind, wo wir die enthieren, wo wir die horchen, dass wir uns dort tun, was er von uns verlangt, dass wir können hier kommen und Gott sein Wort aussprechen. Weil wir das nicht fallen tun, dann möchten sie uns ganz toll sagen, dass wir das Verhältnis nicht können. Weil wir treu sind, weil wir das annehmen. Ebenso als wir das nu haben, das ist eine gute Gemeinschaft. Und ich freue mich, dass wir das können haben, weil wir das wahrnehmen. Wir wollen für die Government beten. Wir wollen von der für unsere Kirchen beten. Wir wollen von der für die Menschheit beten, die da immer alle Wege kommen, nicht bloß in unsere Kirche, auch andere Kirchen. Wir wollen für unsere Missionaren beten. Die sind dort wütend, ganz allein, und durch die Zeit, wo wir bei sind, dort ist schwer, dort alle Noten kommen, was wir zu beten haben und was wir dafür beten. Lass uns das Hort nein zum Gebet. Vater, wir kommen erstlich im Namen Jesus, danken die von der Ware, hier top zu sein, die anzurufen und die nur dort zu fragen, was uns auf das Hort liegt, wo wir sehr neidig eine Ursache haben, die anzurufen und nur die Hilfe zu fragen. Wir danken dir für die Offenbarung, dass du hast abgemerkt, dass wir können hier top kommen, wir können die Gemeinschaft haben, einer mit den anderen. Wir danken dir, dass du unsere Regierung beschützen und bewahren lässt von der Krankheit, was so weit und auch uns bewahren und beschützen lässt. Wir beten, dass wir möchten wieder die Beschützung und die Bewahrung haben, dass wir können gesund bleiben. Und Vater, wann wir auf einmal sollen durch den Jahren, dass der Virus uns treffen wird, weil wir uns recht merken in der Zeit, dass wir von der Einladung haben, wirklich mit dem Müll bekannt und glauben, dass Jesus ist vom Tod abgestanden, dass wir können Arm anrufen und dass wir können reich sein. Wenn der Herr uns durch die Krankheit nehmen will, dass wir möchten können dort in der Herrlichkeit ankommen und dort bleiben bleiben und dort sein immer und für ewig. Dass wir die Friede und die Herrlichkeit möchten können wahrnehmen. Das ist eine große Ursache, uns abzumuntern, dass wir möchten reich sein. Help uns, Herr, dass wir möchten alles rüberbringen, bekannt machen, Buße tun für das, was nötig ist, dass wir möchten können angenommen werden, wenn du auf einmal rufen ist. Wir beten für unsere Regierung, für den Prime Minister Trudeau, dass er noch kann die rechte Entscheidungen machen, wenn er vielmal nicht so das ist, was wir uns wünschen tun. Aber vorher wir beten, dass du ihn musst leiden und dass durch dein Geleit er muss die rechte Einstimmung kriegen, das so auszuführen und so bekannt zu geben und rüber zu bringen, dass wir können alle in Serien von Gott erfahren, durch das, was da nu passieren wird. Wir beten für unseren Premier Ford, dass er kann dort für das Land, für diese Provinz so einstellen, dass wir wirklich möchten können zufrieden sein und dass wir können dort haben, was Gott uns zulassen wird, durch all die Gesetze, was da sind. Beten, dass wir möchten treu sein zu den Gesetzen, so du in Römer 13 sein lässt. Solange es dort anbelangt ist für Gott, da werden wir treu sein. Aber wenn es auf einmal nicht ist, da werden wir Gott beten, um die Kraft und die Leitung wieder zu arbeiten. Wir beten von dir für unsere Missionaren. Erstlich beten wir für Abe und Margaret in Bolivia. Und wir beten für Bill Keeler, was im Hospital ist, und sie glauben, der hat die Coronavirus. Wir beten für ihn, dass er wirklich einen Weg finden, oder dass Gott ihm kann durchleiten, durch das, was er von ihm verlangt. Und so ist wir gebeten haben, wenn er auf einmal geraubt wird, und so ist wir gehört haben, durch die Internet und alles, er hat gesagt, wenn er das hat, und er gestorben ist, dann sagt er, Halleluja. Ich von dem Vater, der bereit ist, mich abzunehmen.
weil wir uns so recht merken, dass wir kennen durch sein. Und weil wir für eben Margaret wieder beten in unser Werk, in unser Deel, dass sie können die Arbeit tun. Du hast einen Mann gestorben und der ist nicht von der Corona gestorben, aber der hat nu ein Begräbnis gehabt. Er will nicht haben. Und das will ich ernst, was wir die Kirche besorgen hat, wo Bill Kehler ist, der ist auch krank. Bet für die, dass die können gesund von Cherie Barge in Australien, wo das sehr hart gewesen ist. Wir beten, dass sie da möchten können beschützt und bewahrt werden. Und dass Gott nicht möchte wiederleiden. Und dass sie da noch können anstehen für die Hilfe, für die Menschen, wo das fehlt. Wir beten für John und Maria Wall in Mexiko, dass sie möchten können, das Recht tun. Und dass sie möchten können, dort die Ordnung holen, die die Regierung da dienen wird. Wir beten für Pete und Kathy Dick, dass sie auch würden können, die Arbeit zu tun, und sie möchten wieder den Herrn seine Leitung finden, dort so zu tun, als er das verlangt, und beten, dass sie auch würden beschützt werden von all der Ungerechtigkeit, von der Krankheit. Wir beten auch für Irma und Marianne Radekop, dass sie möchten wieder können, die Arbeit tun mit den jungen Menschen, wo sie sich haben rückgegeben und angenommen. Beten für all die anderen Missionaren, die zu Büte sind, weil wir das nicht alle beim Namen kennen, aber Herr, wir beten, dass du die musst leiden und führen, du die musst beschützen. Und so beten wir für jedes Land, wo die Krankheit ist. Herr, halb die Menschheit. Und vor wir hören durch die Internet und durch die News, dass viele Menschen haben sich abgemerkt, Jesus Christus anzunehmen. Und wir beten wieder, dass das kann wirklich eine Erweckung sein für die ganze Welt. Dass viele Menschen möchten können geholfen werden. Wir haben gehört durch die Rekorder, was von Steinbach kommt, dass 40.000 Menschen wären in Florida gekommen und haben Gott sein Wort gehört. Dieselbe Gruppe Herr, wir beten für die, dass die können wieder gehen. Die wollen nach Australien gehen, da auch topstellen, haben dort topgestellt. Viele Menschen kommen dahin. Und die großen Gebiete, was sie reden merken, die waren al voll, dass die Tag da ist, um das hier. Und für das ist ein Beweis, dass die Erweckung wirklich da ist. Dass die Erweckung geschaffen hat. Und wenn das dort ist abgestellt, die weiß, dass die wirklich annehmen, dass sie können alle geholfen werden. Und von daher, wir beten noch einmal für diese Gemeinschaft, die hier ist gekommen, von jedem einen. Musst du die beschützen von der Krankheit, von den Finstern, Ungerechtigkeit. Musst du an Gnade und Kraft, an alle Gnade und Kraft und Weisheit schenken, Gott anzunehmen durch Jesus Christus und mit zu deinen, wo sie kann. Halb uns auch, weil wir wollen wieder das Gebiet seinen zu bühen, halb uns, dass wir möchten da mitteilen, so weit es wir können, mithalten, was nötig ist. Noch einmal, wir beten für die ganze Gemeinde, musst du die leiden und führen und treu sein von jedem ein. Wir beten auch noch für die Kranken. Wir denken an mein Gebäude, was im Hospital wieder erst von der war. Wir danken Gott, dass er so gesund ist, dass er kommen. Wir beten für John Freys, was er lange gezirkelt hat mit Krankheit. Beten, dass er treu sein und wirklich können abgebaut werden durch Jesus Christus. Wenn es eine Krankheit ist, was anholend ist, aber dort jetzt zu verdrehen. Denn Jesus hat selbst gesagt, oder Paulus sagt, dass Jesus hat gesagt, er wird uns nicht mehr ableihen, es wieder können. Und wir danken ihm dafür. Noch einmal, ich bete für Isaac, wenn er uns wird die Botschaft bringen, möchte er uns, die können so bringen, dass wir können annehmen und verstehen, was der Herr durch Johannes, das 14. Kapitel, reden wird. Und ich danke dir für allem, die gekommen sind. Ich bete, dass du die musst segnen und zum Sehen sagen, wo immer sie wanken oder wo immer sie mit Menschen kommen, musst du in jedem einen nah sein und beschützen von der Krankheit. Beten das in Jesus in Namen mit Danksagung. Amen. Komm, Heiliger Geist, Isaac seine Botschaft ist von den Heiligen Geist. Komm, Heiliger Geist, und fache du. Komm, Heiliger Geist, und fache du dein Himmelsfeuer
Good morgens. Ik had veel werk versproken dat ik jullie de gelegenheid geven met te delen wat de Heer voor jullie gedaan had, wat je geleerd had in deze tijd. En we hebben ook niet de vrijheid een microfoon rum te rekenen, dat je door niet reden kan. Zo, wanneer die wat middelen doen, dan word ik best vragen, ze worden afstaan en zo luid reden als ze kan. Dat we alle dat hierin kennen, de eeuwige van ons, we worden ganz stil zijn. Dat we het hierin kennen. Zo, wer wordt de eerste zijn wat moet leggen wat met te delen van dit morgens? China? Dankeschön. Wunderbar, wenn einer was auf der Trab haft werden und einer weiß nicht mehr, von wo das herkommt, aber es da wen danach geht. Dankeschön für Mitteil. Okay? Amen. Ja, die Titel wie einen war ich sehr lang, aber da wäre ich nach der ganzen Zeit über Druck gewesen, so hat nicht mehr was zu tun. Dankeschön für Mitteilen. Noch wer? Ja, dat is. Had ik ook gehoord dat de virus in Bolivia manche Deutschen nu zo herumgaan daten. Al net zoveel mensen gestorven zijn en krank zijn toen. Halleluja, dankzij. 64. Wow. Nog weer.
Dankeschön. Und wir wollen wieder verbeten. So. Het wordt leggen, je plus te weten lopen dat niet nächste zondag, aber de zondag nodig, jullie den 12e, dan word ik gleich een oefenmaal te hebben. En we hebben het al totaal lang niet gedaan, zo ik word het gleich te doen, en zo jullie den 12e oefenmaal. Aber de kerk die moet immer zwischen dieser Andacht und der englischen Andacht ganz reingemerkt, und da braucht er immer Zeit. Und so nu wurde ich bloß fragen, wer wird einverstanden sein, wenn wir würden 15 Minuten Eier anfangen, dass es ein klein mehr Zwischenzeit gibt, dass wir uns nicht ganz brücken, das sei ja Spoden. Und so dann würden wir 9:30 anfangen und es steht 4:15. Seid ihr alle dafür? Dankeschön. Wisst ihr, die wordt dan nog bloß moeten sich dort schatten. Okay, dann wollen wir nächstes Jahr noch anfangen mit 15 Minuten Eier aus nu, sodass wir ein klein mehr Zeit haben in dieser und diese Andacht. Und dort zwischendrin ein klein mehr Zeit ist, die Kirche rein zu merken und die englische Andacht nicht bloß anfangen. Johannes Kapitel 14. Und ich fange an von Vers 16. Ich würde diese Verse lesen. Ich lerne ein Plottichen, wo ich anfange mit von Vers 15 an zu lesen. Wenn mir Gott ist, wird meine Geboten holen, und ich will dem Vater fragen, und der wird ihnen einen anderen Tröster geben, der ewig bei ihnen bleiben wird. Das ist die Geist der Wahrheit ist, den die Welt nicht kriegen kann, weil die nicht sieht und nicht kennt. Je aber kennen den, wils die wohnt in jünd und wird mit jünd sein. Ich will jünd nicht aus Wesentlichen loten, ich will trägen nur jünd kommen. Das ist all nicht mehr lang, was die Welt mir nicht mehr sein wird, aber je worden mir sein, wils ich lebe und je auch leben. Wenn der Tag kommt, wird jünd dort klar sein, dass ich in meinen Vater sehe, en dat je en mij zijn en ik en junt. Wenn meine Geboten haft en held, bewijst damit, dat hij mij goed is. En wenn mij goed is, dan wordt mijn Vader goed zijn, en ik word am goed zijn en mij am openbaren. Dan zei Judas, nicht Ischariot, Herr, waarom wirst du die bloß ons openbaren en niet de Welt? Jesus zei te hem, wenn mir Gott ist, wird mein Wort holen, und dann wird mein Vater, in dem wird mein Vater Gott sein, in dem, wo wir uns kommen, merken. Wer aber nicht mir Gott ist, hält mein Wort nicht. Und wenn je mir sagen hören, und was je mir sagen hören, ist nicht mein Wort, aber den Vater sind, der mir geschickt hat. Das habe ich zu jünd geredet, und ich noch bei jünd wir. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater in meinen Namen schicken wird, der wird jünd alles lehren und jünd an all dort denken helfen, was ich jünd gesagt habe. Fried lot ik met junt, mijn vrede geef ik junt. Ik geef niet zoals de Welt dat geeft. Lot junt niet dat hoort beanruigen en vergt junt niet. Je hebben mij zeggen gehoord dat ik weggo, dat ik waar terugkom naar junt komen wil. Want je mij goed zendt, wil je junt door te vrijen, dan wil ik dem Vader, dat ik naar Vader go. Weil der Vater ist gerade als ich. Ich habe jünd dort nu gesagt, ehe dort passiert, dort die den glauben worden, dann glauben worden, wann dort passiert. Ich will nicht länger mit jünd reden, weil der über diese Welt regiert, soll gekommen. Er hat über mich keine Macht. Aber die Welt
moet weten dat ik dem Vader goed zie en dat ik doorwegen alles doe wat hij mij opgedragen heeft, komt, waar we van hier gaan. Zo wie dat je lezen wordt. We hebben ons nog van je toen gebed. Lieve Gott im Himmel, ik dank die voor Jezus Christus en zijn Wied, zijn verspreking, wat hij ons gegeven heeft, en dat u ons dienen Heiligen Geest den Treister schenken wordt, die immer wordt bij ons zijn en die wordt in ons wonen. En hartelijk dank voor die Veer. En ik bid dat u ons moet helpen te verstaan wat het bedient en wo dat een onderscheid merken dat in ons leven. Dat bid we in Jezus zijn naam. Amen. Vandaag en dag, wir sind Menschen, wir gleichen te planen für Dinge, die passieren dann in unserem Leben. Wir begleichen te planen für Topkommen, was wir worden haben. Wir gleichen te planen für verschiedene Dinge. Und junge Couples, die dann all für eine längere Zeit viel Geld spenden, en lang planen en programma's opstellen en zo weiter. Für den einen special Tag, wo sie sich befreien doen. Weet je, dat geht gewöhnlich nicht viel länger als eine halbe Stunde. Aber sie wollen haben, dass alles soll perfekt sein und alles mit Kraft loten, alles mit Geschmack loten und da sollen keine Fehler gemerkt worden. Wat je zwischen in de kaas te hebben, dat je veel stress im Leben. En al die tijd en al dat geld wat ze plannen doen, voor die korte tijd, is zeer groot. Maar wat je, meeste couples, die spenden meest geen tijd en geen geld te plannen bevrijd te zijn. Zeg leven, wir leven ons, alles wordt al goed zijn. En dan wanneer ze bevrijd zijn, een klein stukje wieder, dan haben sie ihre eerste Uneinigkeiten. Oh man, wat is nu passiert? Wir sind von Maria Bergen raufgefallen. Wir sind uit Lijf gefallen. Well, no, keiner fällt uit Lijf uit. Wir planen uit Lijf uit te hupsen. Und see, was das Problem ist, wir haben recht gemerkt für das Haus, wir haben nicht recht gemerkt für das befriedete Leben. Aber was wir kicken da unten, im Geistlichen und die Dinge, was Jesus sagen hat, in diesem Kapitel, weißt ihr, Jesus betont, dass wir ein Verhältnis haben, wir müssen recht merken für die Gemeinschaft. Nicht für sein Wahre kommen oder sein Tit, was er verloren hat. Und von der und auch viele Christen, die sind so beschäftigt mit Jesus sein Wahre kommen, aber vergessen von dem Verhältnis, was wir sollen mit Jesus haben. Und in diesem Kapitel sagt Jesus, was passieren wird. Und er sagt hier, dass er wird in den Vater kommen und dann wird er dem fragen und der wird in seinen Namen uns einen Treister schenken. Eine englische Übersetzung sagt, dass er wird uns einen Helfer schenken. Eine andere Übersetzung sagt, dass er wird uns einen schenken, der wird Besitz uns gehen. Ein Gemeinschaftspartner. Was die Arbeit von einem Tröster oder von einem Helfer ist, das sind Umstände in unserem Leben, wo wir uns nicht mit Selbstrot weiten dürfen. Das sind Zeiten in unserem Leben, wo wir ein Trüren kommen dürfen über something. Und dann kommt der Heilige Geist und tröstet uns und sagt uns, schicke mal, das wird okay sein. Ich will bei dir sein. Ich will dich nicht verloren. Ich will dich helfen, dass du durch die Tag gehen kannst. Weet je, wenn jemand in der Familie gestorben ist, dann die Familie, die noch lebt, die gehen durch verschiedene Dinge durch diese Zeit, was sie planen müssen, das Begräbnis zu haben, in den ersten paar Stunden, in den ersten paar Tagen,
Da sind so gewaltig sehr viele Entscheidungen, was gemerkt worden. Der Funeral Home, der hat eine ganze Strip von Fragen, was einer beantworten muss, und was von Sorg einer will, und wo einer das will, und was von Korten einer will, und wo eine Forschende soll am Boven sein, und wo ein Bild soll am Boven sein, und die Liste geht gut ab. Und dann kommt der Prediger, was soll die Familie ein bisschen Trost bringen und Mithilfe geben. Die haben dann Bauers von 6 Seiten, die mussten alle uitgefällt. Und wo das Begrafenis soll aufgehouden, wer singen soll, wer predigen soll. Und was von den Bulletins sie wollen haben, und wer wollen die Sorgträger sein. Und die Liste gibt es nicht ab mit Fragen, was die Familie mit antworten. Und die waren auch ganz gestresst. Und dann auf einmal, dann kommt eine Person an, weißt du, da die nicht so ewig geremen. Wir wollen die helfen. Wir wollen eten bringen, wir brauchen da nicht ewig sorgen, wir wollen das tun und das tun. Und dann auf einmal, dann fängt er an nur zu lachen. Dann wird der Stress weg. Das ist die Arbeit von dem Heiligen Geist. Wenn wir so besorgt sind an Dingen und entfurchten und geräumt sind, dann kommt der Heilige Geist und bringt uns mit Trost. Sagt, das ist okay. Ich will bitte sein. Ich will die helfen. Ich will die, wie sie die gehen, was du da gehen bist. Und weißt du, die Arbeit von dem Heiligen Geist hat zu tun mit dem Verhältnis. Nicht mit dem Programm. Und so Jesus, der redet hier und erklärt das Verhältnis. Er sagt, wenn die meine Geboten haben und holen die, dann sei ich mir gut. Und wir sind gut, wir wollen kommen und wir Tüß merken, wir wollen uns die offenbaren und so weiter. Weißt du, das ist die Arbeit von einem Priester. Wir weiter nach aus Lazarus gestorben wären, da wären in den Juden, die hören, professional Priester, die da würden kommen und mit der Familie top healen. Oh, das geklären, das gehealt, das wir Leute. Aber die wären Professionals, die wussten, was es muss. Weißt du, der Heilige Geist merkt sich gut en groot opwies. Dis går så lyd. Aber det känt en det tröst uns. Jesus sagt hier in diesem Kapitel, er sagt, meinen Fried gebe könnt. Nichts ist der Welt in geben hat. Lass ihn das Hort nicht fürchten, lass ihn das nicht beunruhigen. Kragt war er dasselbe wie was er in dem ersten Vers von diesem Kapitel sagen hat. So wir sollen nicht ruhig sein, aber wir sollen den Heiligen Geist einladen, uns kommen Trost zu geben. Das wird schaffen. Ich werde nicht durchmerken. Jent wordt dan nicht fehlen durch diese Zeit. Und die können jent op am verloten. Wogegen? Because Jesus sagt hier, dass der Heilige Geist ist der Geist von Wahrheit. Also, wir hören von der und Tag viel über Fake News. Und ich glaube, Fake News ist auch Fake. Und so, keiner weiß mehr, auf was er sich verlassen kann. Ist es die Wahrheit, ist es nicht die Wahrheit? Da kommen sehr viele Berichte über, was der Virus wirklich ist, und was er tun kann, was er nicht tun kann, wo den Kurs aufdoktern und verschiedene Dinge so dort. Eine Wort von dort ist die Wahrheit. Keiner really weiß. Doktors wissen nicht. Und sie fangen dort an, öffentlich zu sein. Wir wissen nicht. Muss ihnen gesagt worden, muss geprüft worden. Aber der Geist Gottes ist der Geist von Wahrheit.
dort wat hij sagen het, dat is so. Du kan uns op verloten. Dat is niet fake. Dat is niet een opgemerkte ding. Dat is niet falsch, dat is de waarheid. En zo we moeten leren ons op den Geist Gottes te verloten. Because hij kent en hij tröst ons en zegt ons, dat wordt oké zijn. Want hij zegt dat wordt oké zijn en dan wordt het oké zijn. Hij is de Geist van waarheid. En dan zegt Jezus, hij wordt ons niet loten als wijzenkingen. Al mijn leven tijd, ik wist immer wat wijzenkingen waren. Wir sind so eine Kinder, wat niet ouden houden. Als mijn mom gestorven is, dan had ik ook niet ouden. En dan redt somebody van mij als een wijzenkind. En ik had mezelf nog niet in wat je zijn. Ik ben al oud. Alle mensen zijn niet wijzen, niet zo? Dan plus Kinder. Aber hij zegt, hij wordt ons niet als wijzenkingen laten. Hij zegt, ik kom terug. En ik wil bij je zijn en die worden met mij zijn. Hij zegt, ik weet het niet alle te verstaan. Because een mens wat bezorgd is, wat in zorgen is, wat in furcht is, den is schwer wat deutlich te merken. En zo Jezus anerkannt hat und er sagt, wann dit eerst passieren wird, dann wird je nicht klar worden. Da wil je verstaan. Want van der und auch nicht kennen, dann wordt. Because we worden ons te jund openbaren. En dan zegt Thomas nicht, die Iskariot, der andere Thomas, er zegt, waarom bloß ons, nicht die Welt? Interessante Frage, nicht so? Seht ihr wohl nicht in Kapitel 5, dass der Zeit wird kommen, wo der Heilige Geist wird uitgegoten worden über alle Menschen? Waarom ons, nicht die Welt? Und Jesus heeft dan voortste antwoord. Hij zegt, de Welt die kennt uns gar nicht. Die sieht uns auch nicht. Und so die können den Heiligen Geist nicht kriegen. Because die kennen ihr, wer Gott ist, die kennen ihr, wer der Heilige Geist ist. Die können ihn nicht abnehmen. Die können den gar nicht verstehen. Und dann sagt er in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, wer sich Gott seinen Geist ungestalt und mit seinen einen Verstand uitteilen will, kann das nicht verstehen. Sie in der Welt will mit ihren einen Verstand Dinge uitgerappen. Der kann das nicht verstehen, was von Gott seinen Geist kommt. Das ist für uns am Ansehen. Und er kann das nicht verstehen, dass man einfach mit Hilfe von dem Heiligen Geist behandelt wird, beurteilt wird. Sie, die geistlichen Dinge, die kann die Welt gar nicht verstehen. Und da werden kriegen, die den Heiligen Geist nicht kriegen, oder da werden, dass Gott sich nicht offenbaren, die verstehen das allemal nicht. Da muss erst ein Sinn sein, dass sie das geistlich verstehen wollen, durch Glauben. So ze in Hebräer Kapitel 11, Vers 3 sagen, durch Glauben können wir verstehen, dass Gott die Welt geschaffen hat, durch sein eines Wort. Wir glauben einmal, die Welt ist nicht gemerkt, das ist nicht. Die Welt ist durch das Wort Gottes gemerkt worden. Die kommt nicht in nichts. Und er sagt, der Glauben, ich habe das verstanden. Die Welt hat nicht glauben, und das ist die Ursache, warum ich verstanden kann, weil sie wollen nicht. Und wieder, unser Titel ist hauptsächlich ab, sagt er, in Vers 26, der ich einlendatig, dass der Heilige Geist, wenn er kommen wird uns alles lehren.
Weet je, nicht meine Generation, aber meine ältere Generation und die ältere Generation und die verder, die horen dat sehr klar. Die worden nicht die Bibel nemen en merken op en lezen op en ohne dat ze gebet horen, als ze lezen. Ik hoop some van jullie hand het nog bijhouden. En ik weet niet hoe wegen die en onze kinderen dat niet zo opgeschraubt worden, als die dat horen. Die lezen niet als ze beten. Hoe wegen? Because die Dinge von dem Schriftwort, die Dinge von Gott können nicht mit unserem eigenen Verstand begriffen worden. Dort muss geistlich kommen. Und was kommt das? Jesus sagt, der Heilige Geist wird uns Lehrer sein. Der wird uns in alle Wahrheiten nennen. Und so, wenn wir das Wort Gottes lesen, dann wir können nicht verstehen, dann ist es erst, wir wären nicht im Heiligen Geist uns zu offenbaren. Het ja viele Mots, wenn ich das Wort lesen und nicht verstehen kann, was der Bern sei und ich weiß aber, ich muss die Botschaft merken dafür. Dass ich muss mit dem Heiligen Geist beten und fragen, tut mir das klar merken, ich kann das nicht verstehen, was er sagt. Und was ich habe so viel erfahren, wo sich das mir ganz klar merken, und sage, na, was könnte das nicht sein? Das ist ganz klar. Das ist die Arbeit von dem Heiligen Geist in uns. So, das ganze Ding ist ein Verhältnis, was wir mit dem Geist haben und mit Gott haben. Nicht eine Ausstellung, was wir planen tun und Reitwehr merken und Geld spenden. Das geistliche Leben hat zu tun mit ein Verhältnis. Was uit Leib kommen wird, will's wie seine geboten haben. Das nächste Ding, was hij zei von dem Heiligen Geist ist, dass der Heilige Geist wird uns denken helfen an all die Dinge, was Jesus uns gelehrt hat. Weet je, wenn wir bekannt sind mit den Dingen, was Jesus uns gelehrt hat, wenn wir bekannt sind mit dem vier Evangelien, und das hauptsächlich, wo Jesus seine Wirt sind, und dann kommen wir in Umstände nennen, und uns Verstand hat gleich beholen und wann fast ist, dann auf einmal, dann dachte sich das up und dann weit einer die Schrift steht und einer weiter den Farsch. Wo welchen? Because der Heilige Geist helpt uns denken. Aber er kann uns bloß denken helfen an die Dinge, was wir vorher gelehrt haben. Und so ist es wichtig, dass wir das Wort Gottes studieren, dann, so dass was ist in unserem Verstand uns denken helfen. Und so ist die Arbeit von dem Heiligen Geist in unserem Leben. Er ist der, der uns Trost geben wird, der uns Frieden gibt. Das ist okay. Du wirst es da. Ich sagte, ich will mit dir sein, ich will dir helfen, ich will dir unterstützen, ich will bei dir gehen. Du wirst es merken. Der tröstet uns. Heißt die Geist von Wahrheit. Een andere weet, wenn die Erste, was uns sagt, ich habe uns verloren. Das reicht, das ist Wahrheit. Er ist uns Lehrer. Und so, wenn es Dinge sind, was wir nicht verstehen können, und Jesus wusste, dass wir Dinge, was die Apostel zu der Zeit nicht verstehen können. Er sagt, wenn das passieren wird, da wollen wir verstehen. Und so, der Heilige Geist wird uns lehren, zu verstehen. Und dann wird er uns denken helfen, über Wahrheiten und Dinge, was Jesus uns gelehrt hat. Nun, du hast ein Vers, was du sagen wird, dass der Heilige Geist auch an die arbeiten tun, was nicht gläubig sind. Das soll sein, nicht der Erste, was über alle Menschen kommen. Weißt ihr, was dem Heiligen Geist seine Arbeit an ungläubigen Menschen ist? Dass die überzeugen von, was Sinn ist, dass die überzeugen von, was Recht ist,